Eisenbahnaktien haben einen sehr, sehr starken Burggraben und eignen sich daher vor allem für sehr, sehr viele Aktionäre, die auf defensive Aktien setzen. Und deswegen schauen wir uns heute mal Canadian Pacific Railway an, die nach der Fusion mit Kansas City Southern zu einem sehr, sehr großen Eisenbahnunternehmen geworden sind. Und die Fusion hat das nordamerikanische Eisenbahnwesen grundlegend verändert und ein neues Schwergewicht auf den Schienen geschaffen. Und in dieser Analyse werden wir uns eingehend mit dem neu entstandenen Unternehmen befassen und die Position im Markt, die das Unternehmen eingenommen hat, bewerten, die finanzielle Leistung untersuchen und mögliche Auswirkungen auf Investoren und den Eisenbahnsektor als Ganzes beleuchten. Dann starten wir schon rein. Wir sind jetzt hier auf der Website von Canadian Pacific Kansas City. Die ist sehr schön gemacht. Also gibt es auch immer wieder einzelne Zahlen zu den ganzen Railroads, was man hier so bewegt. Grain, Bulk, Intermodal, also ganz verschiedene Arten von ja, Last, die man hier trägt auf den einzelnen Schienen sozusagen. Gucken wir mal hier auf die ganzen Eisenbahnnetze. Ganz wichtig, vorneweg, Canadian Pacific Railway hat als einziges Eisenbahnunternehmen eine Eisenbahnstrecke von Kanada, also hier oben der Süden Kanadas, über die USA hinweg bis runter nach Mexiko. Also hier eine eigentlich fast vollkontinentale Eisenbahnstrecke, ein Eisenbahnnetz. Und das ist auch der hauptsächliche Vorteil, der entstanden ist durch die Fusion zwischen Canadian Pacific Railway und Kansas City Southern. Und dadurch ist jetzt eben dieser riesige Konzern entstanden. Und es ist auch wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, dass hier dieses Streckennetz durch die Fusion extrem ausgebaut wurde und man hier sogar jetzt bis Mexico City, Lázaro Cárdenas und Veracruz hier runterkommt. Und man hat hier ein Streckennetz von 20.000 Meilen. Also man verbindet sozusagen hier diese drei Länder dadurch. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt auch ja, für die Marktmacht dieses Unternehmens. Genau. Schauen wir mal weiter auf wichtige Punkte hier. Der Total Shareholder Return war seit 2018 hier mal im Vergleich 158% hoch. Der S&P 500 hat im gleichen Zeitraum nur 127% gemacht. Also man konnte hier den Vergleichsindex der USA stark outperformen, auch gegenüber dem insgesamten Index für Eisenbahnen ist man deutlich besser gewesen. Von daher hat man auf jeden Fall sehr, sehr starke Leistung abgeliefert und man möchte auch hier in Zukunft weiter Kapital aufbringen und investieren. Zum Beispiel möchte man die Laredo Bridge expandieren. Man hat hier generell auch ganz, ganz viele Projekte, zum Beispiel Vancouver und Toronto, wo man neues Geld aufbringen muss, um praktisch die Prozesse zu verbessern. Schauen wir mal auf die Balance Sheet Strength. Also man sagt hier, man ist zu einem guten Investment Grade Rating verpflichtet. Da steht jetzt hier nicht akut da, welches Rating man hier anstrebt, aber man schreibt sie auf die Fahnen, dass man als Zielverschuldung ein 2,5-faches Verschuldungsgrad von Net Debt to Adjusted Combined EBITDA Ratio hat. Das ist natürlich dann auch etwas schön gerechnet, ja, weil wir wissen, diese Combined EBITDA Ratio zu Net Debt, das ist natürlich nicht die allerbeste Variante, um hier die Leverage auszurechnen. Auf jeden Fall sehen wir, dass historisch Canadian Pacific Kansas City eine viel höhere Schuldenlast hatte, 2021 vierfach. Und danach, nach der Corona-Erhöhung, ist es jetzt wieder etwas runtergegangen, aber man musste natürlich auch die Schuldenlast erhöhen, nachdem man jetzt Kansas City Southern übernommen hat. Jetzt im Q1 2024 hat man noch eine Verschuldung von 3,4. Also man ist da auch immer noch deutlich über dem Ziel, aber man befindet sich jetzt eben noch in dieser Übernahmephase und man möchte das jetzt eben wieder langfristig reduziert haben und wieder auf dieses 2,5% Ziel zurückkommen. Genau, dann schauen wir mal weiter hier. Man hat hier ganz verschiedene einzelne Geschäftsbereiche. Man transportiert also zum Beispiel Kohle, Weizen, also Grain,
Intermodal auch viele Autosachen, also Automotive, also ganz verschiedene Sachen. Schauen wir mal auf den Ausblick 2024. Also man sagt, man möchte Capital Expenditures von 2,75 Billionen US-Dollar aufbringen. Also CAPEX sind praktisch die Ausgaben, die man im Vorhinein schon tätigt. Die Annahmen hier, die projiziert werden. Man zielt hier auf eine Tax Rate von 25 bis 25,5% und hat als Ziel von 2024 bis 2028 sogar von ein Wachstum von hohen Single Digits, also hohes einstelliges Umsatzwachstum möchte man erreichen und sogar zweistelliges Earnings per Share Wachstum. Die Capital Expenditures, die sollen auch in diesen ganzen Jahren immer so zwischen 2,6 bis 2,5 Billionen US-Dollar pro Jahr sein. Und ganz wichtig hier, die Return to Double-Digit Core Adjusted Combined, also das ROIC, soll auch zweistellig sein. Und für mich noch sehr wichtig, die Marge soll weiter gesteigert werden, indem hier die Kosten kontrolliert werden soll und Operating Leverage, also man möchte da noch mehr aus den Unternehmen einfach rausholen und die Margen verbessern. Und wichtig hier noch nebenbei werden noch so einige Annahmen getroffen, wie zum Beispiel, wie hoch ist der Dieselpreis, was muss man da so bezahlen, wie ist die Exchange Rate vom kanadischen US-Dollar zum US-Dollar, also vom Canadian Dollar zu US-Dollar. Und ja, man ist halt dann auch abhängig logischerweise als kanadisches Unternehmen, wie die Raten zwischen CAD und USD sind und natürlich auch sehr, sehr abhängig von dem Dieselpreis, den man eben bezahlen muss für seine vielen Eisenbahnen und Lokomotiven. Hier sieht man mal einen Ausblick von der Grain, also von der Weizenlösung, die man hier produziert und liefert. Man sieht auch sehr, sehr schön jetzt hier zum Beispiel, dass hier aus Kanada geliefert wird, rein in die USA bis runter nach Mexiko. Also sehr schön. Dann hat man hier noch Potash, Fertilizer und Sulfur, also auch Dünger für Ackeranbau und so weiter. Dann transportiert man hier noch Kohle, Metalle und Mineralien und Konsumerprodukte, also auch irgendwelche Waren, die man eben hier produzieren kann. Genauso wie Holz, also auch Holz wird hier transportiert. Energie, Chemicals und Plastik. Also man hat hier ein wirklich sehr groß verbreitetes Portfolio. Dazu gehört auch zum Beispiel hier Automotive, Domestic Intermodal und International Intermodal. Genau. Schauen wir mal schnell auf den Vergleich. Also was gibt es denn noch für Unternehmen in diesem Railway-Sektor? Da gehört zum Beispiel Canadian National Railway dazu, auch in Kanada ansässig, CSX, Norfolk Southern und Union Pacific. In den letzten 5 Jahren, wenn wir uns den Total Return, also inklusive Dividenden anschauen, hat Canadian Pacific die anderen deutlich outperformed mit 88%. Knapp dahinter ist Union Pacific mit 56% und dann kommt auch schon Canadian National Railway und danach die anderen beiden. Also von der Warte aus in den letzten 5 Jahren war Canadian Pacific, Kansas City tatsächlich die beste Wahl. Wenn man sich die Dividendenrendite anschaut, dann hat Canadian Pacific gerade eine Dividendenrendite von 0,7% und ist im Vergleich damit der schwächste Dividendenzahler. Der beste Dividendenzahler wäre im Moment Norfolk Southern, aber für mich jetzt erstmal kein Problem. Canadian Pacific macht es aber auch immer davon abhängig, wie viel Cashflow man zur Verfügung hat, wie viel da noch überbleibt. Also man ist hier nicht so der Mann oder die Aktie oder das Unternehmen, das sagt, ja, wir schütten einfach immer weiter Aktien bzw. die Gewinne aus, unabhängig davon, wie viel wir verdienen, sondern man sagt hier wirklich, ja, wenn wir das Geld haben, schütten wir es aus, wenn wir zu wenig haben, dann eben entweder nichts oder auch mal weniger. Schauen wir uns mal das Umsatzwachstum an und dann sehen wir, wenn man diesen Projektionen hier glaubt, dann soll Canadian Pacific mit Abstand am höchsten im Umsatz wachsen im Vergleich zu den anderen. Das gleiche gilt auch fürs EBITDA und für die Earnings per Share. Da ist man also bei allen 3 Sachen ganz weit vorne und das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Schauen wir uns mal den Chart an. Ich habe mal den langfristigen Chart hier in Monatsansicht von Canadian Pacific
Und wir sehen, die hat sich eigentlich so ja ab 2009 sehr, sehr gut entwickelt. Davor hat man hier eine lange, lange Seitwärtsphase drin gehabt. Können wir hier die Sachen einblenden, die ich eingezeichnet habe. Also wir schauen uns jetzt hier insbesondere diesen Trendkanal von 2015 an. Und da hat sich die Aktie eigentlich ja, sehr dynamisch entwickelt. Zumindest bis 2021. Dann ist das alles etwas rangier geworden und hat etwas länger sich jetzt hier seitwärts bewegt. Aber immer noch eine absolut akzeptable Performance. Und wir haben ja auch gesehen, ist besser als der S&P 500 gelaufen. Ja, wir haben uns jetzt halt zuletzt aus dieser Seitwärtsphase rausentwickelt und konnten hier ein neues Allzeithoch schreiben bei 124 US-Dollar und sind jetzt hier wieder ein bisschen am Korrigieren. Ich habe mal ein Fibonacci Retracement angelegt auf dem letzten Wochenimpuls und hier sehen wir auch, wenn man das Volumen anschaut, ist hier genau auf diesem 61,8er Niveau ein sehr großes Volumencluster, also so zwischen 100, 110 US-Dollar, 106 US-Dollar, wo die grüne Zone jetzt eingezeichnet ist, wäre für mich ein sehr, sehr wichtiger, relevanter charttechnischer Bereich und da sind wir auch schon jetzt raufgelaufen und abgeprallt. Ich würde aber dennoch nochmal gerne sehen, dass die Aktie nochmal runterkommt, noch etwas tiefer korrigiert und dann hier einen schönen Boden bildet. Also für mich vor allem dieses Niveau sehr, sehr interessant. Schauen wir mal einen Tageschart runter und dann sehen wir, dass die Aktie nach den Quartalszahlen auch, die etwas verfehlt wurden, hier ganz, ganz leicht 0,94%, 0,44% nach unten gegangen ist. Aber hat uns jetzt bisher nach dieser Korrektur noch kein richtiges Einstiegssignal geliefert. Das wäre nämlich frühestens hier oben und da wäre es mir schon zu spät. Also entweder wir korrigieren hier nochmal die 5%, die ich jetzt hier nochmal rein habe, nach unten und bauen hier einen richtig schönen Boden. Also in der Form, wie wir es hier unten schon mal gemacht haben. Hoppala. Da unten haben wir zum Beispiel mal einen richtig schönen Boden gebaut, hier mit Überschreiten dieser 102. Also entweder so ein Doppelboden wie in dieser Form hier, oder man kauft sich jetzt hier schon mal ein und wartet dann eben ab, was passiert. Also eine Tranche könnte man definitiv hier schon setzen. Also charttechnisch ist eigentlich bei dem Unternehmen alles in Ordnung. Klar, man muss sagen, die Aktie hat sich jetzt in den letzten 3, 4 Jahren deutlich langsamer entwickelt. Aber ich denke, dass sich das jetzt langfristig wieder drehen könnte, nachdem die ganzen Effekte, die Einmaleffekte, die entstanden sind, durch die Übernahme eben abgebaut wurden. Schauen wir mal auf das Wachstum und die Profitabilität. Also man sieht hier, der Umsatz konnte stetig gesteigert werden, jedes Jahr, auch unabhängig von Corona. Die Margen konnten lange gesteigert werden, sind aber jetzt 2023 gesunken um knapp 10%. Der Umsatz-Breakdown sieht man eine sehr starke Diversifizierung zwischen den einzelnen Produkten, die man hier liefert. Und der wichtigste Sektor ist hier Grain, also Weizen und danach Intermodal und zuletzt Energie, Chemikalien. Und dann gibt es noch einige kleine Bereiche. Das wichtigste Land für den Umsatz ist auf jeden Fall noch Kanada mit 53%, danach United States und dann Mexiko. Klar, man ist eben nur in diesen drei Ländern aktiv. Und hier sieht man nochmal die Dividendenhistorie. Und hier fällt auch sofort auf, wie ich bereits gesagt habe, also man steigert hier die Dividende nicht stetig, sondern man macht es abhängig vom Gewinn. Und deswegen gibt es hier auch keine stetige Dividendensteigerung, sondern die richtet sich eben immer so nach der Payout-Ratio, die man anstrebt. Schauen wir auf die Financial Health. Hier sehen wir, dass der Free Cashflow im Vergleich zu der Schuldenlast wirklich extrem niedrig ist. Das hängt aber auch erstens mit der Übernahme zusammen, zweitens mit dem Corona-Jahr. Also vor Corona hatte man hier so einen Verschuldungsgrad vom Free Cashflow zu Schulden von ca. 10 und mittlerweile hat man hier aber, ja, rechne mal eher 2022 als realistisch ungefähr ja so 12-fach, eher also 10 bis 12-fach. Man ist schon noch ungefähr in dem Rahmen, wie man davor war. Aber eine relativ hohe Schuldenlast wundert mich aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht bei so einem stabilen Business, wie es eben die Railways sind. Also würde mich jetzt nicht so arg beunruhigen. Es ist zwar jetzt nicht wirklich optimal, aber es ist noch in Ordnung auf jeden Fall für ein Unternehmen, das so stabil ist. Ja, hier sieht man nochmal die ganze Schuldenlast, also alle Total Liabilities zu den Assets. Und hier sieht man auch ganz, ganz schön diese Übernahme, die hier passiert ist. Dadurch wurden natürlich auch die Assets ja überverdoppelt. Von dem her wichtig zu beachten. Schauen wir mal in die Cashflows und die Cash from Operating Activities. Und hier sieht man, dass der Free Cashflow stetig gesteigert wurde bis zuletzt 2023. Da ist der Free Cashflow leicht gesunken, aber auch die Cash from Operating Activities sind
alle mit angestiegen. Die ganze ausstehende Aktienanzahl, wenn man die auf Jahresansicht mal ansieht, dann konnte die von 2017 bis 2020 sehr stark reduziert werden. Aber 2020, auch 2021 hat man die Aktienanzahl dann erhöht und das hängt auch mit der Übernahme zusammen. Also man hat hier neue Aktien ausgegeben, um die Übernahme von Kansas City Southern zu finanzieren. Ich gehe aber davon aus, dass man jetzt schön langsam wieder auf diesen Pfad zurückkommen wird und Aktien zurückkauft. Jetzt im Moment ist die eher stetig gehalten worden, wieder, aber immer noch leicht steigend gewesen, die Anzahl. Aber ich denke, dass man da wieder zurückkommen wird und wieder einiges an Kapital einfach zurück an die Shareholder leisten wird. Schauen wir mal die Nettmargen an. Also die Nettmargen konnte eigentlich von 2018 an bis 2022 sehr gut gesteigert werden, wirklich in extrem hohem Maße. Ist jetzt 2023 wieder etwas zurückgekommen, aber ich glaube auch, dass man da wieder zurückfinden wird auf diese alten Wachstumspfade, wenn man diese Übernahme sehr gut verarbeiten kann. Steht natürlich alles noch etwas in den Sternen. Die Payout Ratio, die ist wirklich extrem niedrig mit nur so circa 20-30%. Also hier hat man wirklich sehr, sehr viel Platz noch für neue Erhöhungen der Dividende. Von dem her alles in Ordnung, alles entspannt. Schauen wir mal auf das EPS, Ausblickswachstum, und da sieht man auch, das soll sehr stark ansteigen. Das gleiche gilt auch für das Umsatzwachstum. Also von daher sieht es eigentlich alles okay aus. Das Einzige, was wirklich etwas Sorgen macht, ist die hohe Verschuldung. Und hier nochmal der Vergleich von 2020 auf 2023, dass hier eben Mexiko jetzt nochmal neu dazugekommen ist. Also muss man für sich selbst entscheiden, ob hier dieses Unternehmen schnell genug wächst. Man sagt ja, dass man hier Double-Digit wachsen möchte bei den Earnings per Share und im hohen einstelligen Bereich im Umsatz. Das sieht man jetzt im Kurs zuletzt nicht. Man hat halt diese ganze Korrektur, die wegen der hohen Zinsen stattgefunden hat im S&P 500, hier überhaupt nicht mitgemacht. Das hat man nicht gespürt. Also ein wirklich sehr, sehr stabiles Unternehmen einfach. Und das kann man sich, glaube ich, ganz getrost ins Depot legen und braucht sich da keine Sorgen machen. Und man hat natürlich eine extrem starke Marktmacht und hat einen extrem krassen Burggraben. Also in diesen Markt wird kein neuer Player reinkommen. Die sind nicht zu unterschätzen, solche Unternehmen. Ja. Und von dem her für jemanden, der wirklich Wert legt auf sehr, sehr defensive Aktien, würde ich sagen, das ist einer der absoluten Top-Picks. Man kann sich natürlich auch andere Aktien wie Canadian Pacific, also abgesehen von Canadian Pacific, auch Union Pacific oder Norfolk Southern anschauen. Aber für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Unternehmen mit den genannten Kursmarken. Ja, wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da, like das Video und bleib dran. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao.